Hallo zusammen, ich bin der Jarek von Black Vetica und wir sind hier am zweiten Tag vom Meso Metal Festival zusammen mit dem Jonas von Comaniac. Salut! Salut zusammen! Also, jetzt ist das die zweite Show, die wir spielen seit einem Jahr. Die erste haben wir ja jetzt letzten Monat gemacht, glaube ich, beim Manried Open Air mit Axis und Chakra. Und Chakra, tatsächlich. Geil. Kurz nach Chakra haben wir gespielt. Ah ja, geil. Also dann kommen wir gleich zu zwei Fragen. Die erste ist, wie fühlst du dich jetzt endlich wieder zurück in dem ganzen Konzertleben? Also ich muss sagen, das Festival ist ja geil. Wunderbares Wetter. Wir sind sowieso seit Jahren, fast schon Jahrzehnten dabei. Ja. Einfach als Zuschauer, wir haben einmal gespielt vor 5 Jahren. Zum Jubiläum und jetzt wieder, ja. Das ist geil, ja. Auf jeden Fall. Also es tut verdammt gut. Ich muss sagen, ich muss sicher an meiner Ausdauer arbeiten. Ich habe gemerkt, so nach die letzten 2-3 Songs sind so Schnaufen, aber das Publikum hat gut mitgemacht, darum hat es Energie gegeben, auf jeden Fall. Ja, dann Cardio, nein. Nein. Und das Zweite, was mir gerne noch in den Sinn kam, ist, Manried Open Air, gerade nach Chakra haben wir gespielt. Ich habe noch irgendwie was erlebt, wo niemand wissen mit Chakra und Axis oder so. Hey, ich kann dir nichts erzählen, nein. Ich habe Schlimmeres erwartet. Ich habe gedacht, ich kann dir jetzt etwas erzählen. Aber Chakra haben wir zu wenig Turbulenzen gemacht, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Die Show war super, muss ich sagen. Geil. Also ich bin heimlich tatsächlich ab und zu ein bisschen am Chakra hören, weil ich finde, sie haben gewisse coole Songwriting-Sachen drin, wo man muss sagen, so der eigene Stil. Ja. Und die Show war gut, aber sie sind dann nachher ziemlich schnell abgedüst. Und wir sind natürlich noch ein paar und haben unsere Getränke gut scheinen müssen aufbrauchen, wie es sich gehört. Wie es sich gehört, ja. Genau. Fix. Ja. Wenn dann irgendeine gute Story in den Sinn kommt, die du mit bekannten Bands gemacht hast, dann auch reingehen. Hey, Storytime, ja, das ist immer gut. Nein, ich kann jetzt gar nicht. Gut, passt. Euer neues Album, Holodox, ist jetzt genau seit einer Woche draußen. Eigentlich. Da glaubst du nicht. Weißt du, wie lange schon? Ich habe jetzt vorhin eben etwas gehört, ja. Ja, eigentlich ist es eine Woche. Offiziell, ja. Aber eigentlich ist es letztes Jahr schon rausgekommen. Das ist voll Desaster. Wir haben eigentlich im April 20 rausgegeben, das Album. Das war parat. Und dann haben wir es verschieben wegen der Show. Und dann haben wir wirklich vor einem Jahr, also es war Anfang September, das Jahr ist 20, ist es rausgekommen. Also man kann es wirklich schon ein Jahr lang hören. Krass. Aber wir haben noch keine Taufe gehabt. Und also auch der Merchandise ist brandneu. Wir haben es noch nie verkauft, außer dem Manried. Und jetzt, also wenn du jetzt eine CD willst, das ist extrem exklusiv. Und das ist ja eine Plattentaufe am 8. Oktober. Richtig. Dort wird es dann offiziell in die Menge gerührt. Zudem kommen wir jetzt gerade, die Plattentaufe ist ja jetzt eben im Oktober, hast du gesagt. Oktober! Ist alles parat? Oktober, komm! Oktober! Gehört. Eben ist alles parat? Ja. Startlöcher. Ja, Was also das Problem ist, wir haben ja immer Vorstellungen. Und die Vorstellungen zu decken ist eigentlich unmöglich. Und man kann immer noch mehr machen. Ja. Aber ich würde behaupten, es wird eine geile Show. Es wird exklusiv. Werbung machen jetzt. Es hat geile Merch. Und alles andere ist plus. So wie eine Zugabe. Büroshow machen da. Genau. Ja, das sind so die Sachen, die du dann anstrebst, aber dann gibt es Difficulties und so Schwierigkeiten. Aber ja, kommt gut. Gut, perfekt. Du bist gut im Schnarren, das ist perfekt bei dir so. Du weißt einfach, wenn es dir peinlich ist, ist es gut. Ich kann sonst eigentlich gar nicht dazukommen, wenn er arbeitet mit den Eis und so. Bleiben wir gerade rasch beim Album. Zu viel stören das. Als ich es gesehen habe, eben Holodox, habe ich mir zuerst überlegt, warum der Name, logisch. Ja. Und dann habe ich jetzt gedacht, ja, eventuell Holobox, à la Trugbild oder so. Und dann bin ich dann nachschauen bei euch. Und das ist ja nicht so. Hat auch recht Deep so. Meaning und so. Ja, erzähl mal. Ja, also das erste und das zweite Album haben ja immer relativ lange Namen gehabt. Return to the Wasteland, Instruction for Destruction. Und ich habe wie so, der Ursprung war, ich wollte einfach ein Wort, eigentlich ein Wort. Und am besten eins, das nicht so belastet ist. Oder wie so eins, wo du denkst, was ist das? Und dann ist es so ein bisschen, oder wir sind eine Band, die gerne uns Gedanken macht über verschiedene Sachen, unter anderem auch über unsere Musik, darum ist sie zum Teil ein bisschen komplex, aber auch über das Leben und über philosophische Fragen im Leben. Und Holodox bedeutet eigentlich, Holo ist das Ganzheitliche, genau. Und das Dox ist die Meinung. Ja. Und
das Wort bedeutet in unserem Sinn in dem Fall eigentlich die Meinung, die alle unsere Probleme löst in der Menschheit. Das Sein, das uns wie schon fast göttlich macht. Und wie wir unsere Probleme auf unserer Erde lösen können. Und das ist ja etwas, wo man sich Millionen Stunden darüber diskutieren kann. Und am Schluss heisst es, geht nicht. Oder man weiß es nicht genau. Ja, genau. Aber sich die Gedanken zu machen, finde ich persönlich sehr wichtig. Und vor allem auch ist es extrem reichhaltig für ein Album, lyricmäßig. Und das ist der Ursprung des Wortes. Und das ist wahrscheinlich einfach auch das, was man mit dem Album eigentlich vermitteln, oder? Genau, ja. Also es geht um die Diskussion, oder? Und es ist schlussendlich wirklich so. Also, muss jetzt niemand meinen draussen, ich weiss, wie es geht. Das ist nämlich nicht so. Oh, das ist jetzt die Lösung. Das Album ist jetzt die Lösung. Ich will es jetzt hören. Die Lösung ist das Album hören und einfach Freude am Leben haben. Und ja, genau. Also, das ist eigentlich so das Ding, oder? Und ich finde es halt noch cool, wenn du ein Wort hörst, das du eben schon kennst, hast du immer irgendeine Vorbelastung. Ja. Und das ist wirklich ein neues Wort, was du denkst. Ja, fix. Genau. Da bleibe ich jetzt gerade noch dabei. Ich habe logischerweise einen Song, der Holodox heisst. Und ich habe die Lyrics noch gelesen und ist echt... Also ich mache da wirklich hohe Gedanken. Das ist unser Ziel, ja. Also, ja, schon ein Deep Shit. Also, Deep Shit. Ich glaube, es ist aber Deep Shit, den wir dort drin haben. Das ist wirklich krass. Es ist halt auch relativ vielfältig oder so. Oder man kann, es ist sicher, es heisst nicht Bang your head until you're dead oder so. Das ist nicht Lyrics. Aber ja. Ich denke, es soll ein Ansporn sein, genau, um Gedanken zu machen. Über sich selber, über das Leben. Das ist etwas anderes gesehen, was mich interessiert hat. Also, wir können jetzt nicht auf jeden Song eingehen unbedingt, also wir können schon, aber was ich mega geil gefunden habe, ist auch der Song Bittersweet. Oh, nice. Da bin ich sehr überrascht auch gewesen. Sehr überrascht. Ja. Der Text ist auch recht überraschend. Was ich genau mit dem Kleeblatt haben wollte, habe ich nicht ganz verstanden, aber egal, das kannst du dann auch erklären. Und was ich unbedingt dann wissen will, ist, ihr habt Einsatz gehabt von akustischen Gitarren und Geigen. Ja, voll. Das ist so etwas Geiles. Vor allem also eigentlich Thrash Metal eigentlich. Ja, voll. Ja. Also modernen Thrash Metal, wenn du so willst. Und wie, erzähl, wie? Warum, was, wo? Erzähl von dem Song. Ja, voll. Wir sind schon absolut Thrasher. Ja. Unser Schlagzeuger ist der am vielseitigsten, würde ich behaupten, Musik hört. Und auch geniesst. Ich höre sehr gerne verschiedene Musik und ich tue es einfach sehr analytisch angehen. Chaka. Aber im Metal gibt es ja auch sehr vielfältige Art von Metal. Ja. Und unser Anspruch ist schon, uns weiterzuentwickeln, Neues zu probieren. Und gerade akustisch ist extrem viel Potenzial. Wenn man nachher bei den UK Boys sieht, am Mesoff, nicht wahr? Hey. Jedem das sein. Genau, ja. Aber auf jeden Fall akustisch, zum Beispiel Opeth. Yes. Eine göttliche Band. Oh yes. Soen. Und ja, das ist... das gibt es im Thrash eben nicht so, das ist das Problem. Oder? Es ist extrem oldschool und extrem true. Und da finde ich Amix nicht so geil. Das stresst mich Amix und ich finde, es muss leben, es muss Spass machen. Oh, ja. Und akustische Gitarre macht wirklich Spass. Das ist wirklich ein schönes Instrument. Und wer hat die gemacht? Es ist schlussendlich ein Cello geworden, wir haben Verschiedenes ausprobiert. Wir haben auch verschiedene Cellisten ausprobiert, tatsächlich. Einer ist der Tommy von The Burden Remains hat gespielt und schlussendlich hat dann noch also eine Cellistin, eine professionelle Cellistin, haben wir schlussendlich abgestellt. Es ist unglaublich schwierig, das Gerät dann mit zu tunen, noch schon. Also es ist halt einfach ein akustisches Instrument und da haben wir ein bisschen ausprobiert, dann auch mit dem Raum und so, ja. Ist also nicht so einfach, so ein Cello aufzunehmen. Aber geile Erfahrung, jetzt wissen wir schon etwas mehr. Auf jeden Fall, ja. Also ich nehme an, das ganze Abend zu machen, ist eine riesen Erfahrung. Ich habe jetzt auch, als ich die Interviews von dir gelesen habe und so und geschaut oder gelesen habe, hast du ja eigentlich jedes Mal eigentlich auch betont, ihr wollt euch immer weiterentwickeln und auch noch besser und noch besser und noch schwieriger und noch besser machen und so. Und darum eben, ich meine, mit so etwas Neues ansteuern. Ja, voll. Ja, auf jeden Fall immer Neues. Fix. Wirklich genau, jetzt haben wir haben auch jetzt gefunden, zum Tommy sind wir aufnehmen. Tommy Vetterli, Corona, kennen alle. Genau, für das dritte Album. Und jetzt vierte sind wir auch schon wieder ein bisschen dran. Jetzt schon? Genau, auf jeden Fall, ja. Das ist also eigentlich das erste, also jetzt da ja seit einer Woche draußen ist. Aber Tommy Vetterli, bleibt mir gerade dabei. Wie war es im Aufnehmen? Ist das das erste Mal gewesen? Ja, das erste Mal. Und unglaublich. Also für alle Musiknerds und
Equipment-Nerds und alles. Also ich kann euch gar nicht vorstellen. Es ist genau so, wie ihr euch das nicht vorstellen könnt. Es ist wirklich schön. Ja. Man kann ausprobieren und er ist ein unglaublich Passionierter. Also wirklich, da muss man auch sagen, weil oft ist so der Job, den man so macht, oder? Auch wenn er cool ist und so irgendwann ist wieder zur Routine. Aber wir sind wirklich bis am Morgen um 2, 3 noch dran gewesen, weil er gefunden hat, nein, das kann man optimieren und ich habe noch gefunden, das kann man optimieren. Er war da wirklich dabei gewesen. Und das rechne ich ihm fürs Leben lang hoch an. Tommy, wenn wir uns wieder mal sehen, dann gibt es ein Bierchen zusammen. Sehr geil. Mich interessiert einmal noch, ich komme noch mal rasch zum Album selber zurück. Mich interessiert einmal auch noch, wie ist es eigentlich überhaupt entstanden? Irgendwo hat es ja mal wie angefangen, so die ersten Gedanken. Ja. Also vom Album her, also Riffs sind zum Teil schon gerade nach dem zweiten Album schon entstanden. Ja. Die Musik. Und wir suchen dann wirklich relativ lang für zum Texten dann ein gewisses Topic, ein gewisses Thema, eine Thematik. Richtig. Genau. Und Musik entsteht relativ früh und Thematik entsteht dann, sobald es eigentlich so ums Aufnehmen geht, dann braucht es Lyrics und so und dort kommt dann der Moment, wo eigentlich dann das Konzept vom Album entsteht. Ja. Und das war im Sommer 18, schon sehr lang her. Also das ist immer so, oder? Bands, die geben dann ein neues Album raus und für uns ist das natürlich alter Käse. Aber wenn sie Sommer 18 anfangen aufnehmen, haben sie im Sommer 19 fertig gehabt und dann Herbst 20 ist es rausgekommen. Oder? Ja. Das ist eine unglaubliche Zeit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist völlig bescheuert. Darum sagst du jetzt, schon wieder neues Zeug und wir finden, endlich neues Zeug. Ja. Endlich! Okay. Ja, vor allem eben auch, wenn vor allem wenn du aufnehmen bist du viel immer nochmal spielen, was auch immer. Und vorher noch schon wieder, damit du gut kannst überbringen, wenn du aufnehmen und so weiter. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe auch bei der anderen Band, die wir interviewt haben, Iron Fate, auch noch eine Frage gestellt wegen den Musikvideos. Ja? Wie läuft es bei euch eigentlich ab? Wer schreibt das Skript und macht das? Ja, das ist mein Ding. Ich liebe das. Ja. Ich liebe auch Videos zu schauen von anderen Bands und so. Musik und Video ist ein super Kombo. Es geht ja auch darum, dass sie irgendwie ein bisschen geil überbringen nachher. Genau, ja. Gut mixen. Und wir haben einfach Budget meistens nur für einen Clip und die anderen sind dann storymäßig nicht wirklich anspruchsvoll in meinen Augen, aber wir machen es trotzdem einfach, weil es halt mehr Leute erreichst mit Videoclips. Sonst machst du halt mal Crowdfunding oder so. Ja, genau, da sind wir halt wirklich recht sträuben uns dagegen. Ich weiss nicht, das ist nicht so... Wir haben nicht gerne die Hand an, ohne etwas zu geben. Wohl, du bist ja bei Crowdfunding. Ja, aber es ist im Nachhinein und dann irgendwie, wenn du es nicht schaffst und so, dann... Wenn du es nicht schaffst, sicher schaffen wir das. Schaffen wir es? Ja, werden wir das schaffen? Hören Jo, nicht. wir schaffen das. Nein, genau. Aber anderes Thema. Genau, unbedingt Videoclips. Ich mache das sehr gerne. Storyline schreiben, mit Leuten in Kontakt kommen. Wir haben auch jeden Clip eigentlich bei jemand anderem gemacht. Einfach, Ja. weil es spannend ist, weil es wirklich spannend ausprobieren. ist. Ja, auf jeden Fall. Cool, wirklich cool. Noch zu den Fragen, noch ein bisschen zum vergangenen Ort. Und zwar, wie hat es eigentlich bei euch ausgesehen, vor dem genialen Start wieder zurück ins Konzertleben? Eben, ihr habt ja, ich sagen, da der Unterbruch war, der war, hat man viel Zeit gehabt, eben minimal fürs Album zum Umeinander schrauben. Und ihr habt eben nochmal vor dem Ganzen ja richtig geile Tournee gehabt. Ihr habt mit dem Greenfield Foundation Bus umeinander getuckert. Ihr habt noch vorher, also auch schon ein bisschen länger her, ihr habt eine Japan-Tour gemacht. Genau. Und ich da gesehen habe, ich dachte so geile Sache. Ich wäre gerne dabei gewesen, es hat wirklich geil ausgesehen. Und dann ist der Stopp gekommen, dann haben wir eben gesagt, über Album machen und so weiter und so fort. Was habt ihr denn sonst noch gemacht? Also meinst du jetzt während der letzten Jahre? Ja, die letzten 2 Jahre eigentlich. 2 Jahre, ja. Würde ich Wir sagen. haben eigentlich eine Tournee noch gespielt für das Instruction-Album, das zweite Album. Ja. Und haben das Album aufgenommen, eben so bis 19. Und nachher haben wir eigentlich eben 20 Jahre das Album rausgegeben. Genau. Dann ist eben das Ganze gekommen mit dem Verbot. Und in dieser Zeit haben wir eigentlich vor allem viel probiert. Ja. Das neue Zeug, weil die das hören, das neue Album, für uns ist es schwierig zu spielen. Ich glaube, für gewisse, wenn jetzt ihr ein Instrument spielt, wahrscheinlich auch eher, behaupte ich jetzt mal, es ist wirklich anspruchsvoll für uns. Und wir haben wirklich recht hart daran arbeiten. Was wir auch gemacht haben, wir haben viele Sachen, die ausgestanden sind.
wieder können erledigen, das ganze Merchandise, das ganze organisatorische und eben vor allem am neuen Album arbeiten. Cool. Also da sind wir jetzt dran seit Anfang dieses Jahr. Aber wir haben jetzt auch gesagt, wir wollen uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, bis das dann fertig ist, weil jetzt fangen langsam Konzerte wieder an und dann tut das Ganze sich verzögern, Plattentaufe eben. Genau. Sag's ruhig nochmal. Plattentaufe, 8. Oktober, Kiff, Aarau. Metal. Metal. Ja. Und was macht denn ihr eigentlich, wenn ihr nicht gerade irgendwie an Musik machen, üben, aufnehmen, schreiben sind? Wir probieren noch Geld zu verdienen, damit wir den ganzen Spass finanzieren können. Ja. Das machen wir. Aber unser Hobby ist wirklich die Musik. Das ist so. Also ich komme heim und dann spiele ich akustische Gitarre für das neue Album. Und manchmal auch E-Gitarre und proben immer. Und ja. Also ich bin jetzt auf Aarau gezogen. Das ist jetzt sozusagen unser Headquarter von der Band. Weil jetzt sind wir das dritte schon in Aarau. Und das dritte von der Band wohnt in Aarau. Und das ist einfach geil. Da kommst du heim. Und dann kannst du zu den Bandkollegen etwas aufnehmen, etwas sehr lange einfach auch reden und Zeit vertreiben. Genau. Das ist halt auch Family, gell, im Endeffekt? Irgendwie schon, ja, absolut. Und vorne hast du lange gehabt, bis du bei der Band warst? Nicht sehr lang, aber es ist tatsächlich so ein Hemmschwelle. Also wir Schweizer sind ja, tendieren zum unglaublich faul sein, wenn es darum geht, irgendwie eine Stunde irgendwo hinfahren. Oh mein Gott, eine Stunde! Nein, nicht unter der Woche. Und jetzt kannst du einfach mit dem Velo halt schnell. Das ist wirklich ein Unterschied. Also, ich spüre mich immer wieder so, jetzt kann ich schnell gehen. Und früher war es so, ja, ich gehe morgen oder so. Ja. Und dann wieder morgen und dann wieder morgen. Ja, genau. Ja, geil. Du hast jetzt gerade vorhin noch gesagt, eben, ja, jetzt kommen da Konzerte noch mehr und noch mehr und noch mehr. Jetzt kannst du natürlich, jetzt, wenn wir ja wollen, in die Bright Shining Future schauen, erzählen, was uns alles noch erwartet. Ja, ich kann wirklich sehr, sehr wenig sagen, weil was wir wollen, ist Tournee spielen. Aber das ist extrem schwierig momentan. Deutschland ist auch extrem schwierig. Darum haben wir jetzt eigentlich Plattentaufe am 8. Oktober im Kiff. Und wir haben noch ein paar Shows mit Burning Witches im November. Ja. Genau, Schaffhausen, Swiss Martini. Domination Tour. Ja, genau, der wird dominiert. Genau. Wird dominiert. Gut. Ja, dann haben wir gleich noch etwas, wo wir uns ein bisschen freuen. Ja, immerhin. Ja. Also, es dürfen dann noch mehr werden. Hoffen wir. Fix. Ja. Allgemein, von allen Bands. Hauptsächlich geben Sie mir gerade raus, wenn ihr es wisst, damit es alle gerade wissen. Genau. Das ist wichtig. Ja, das war es eigentlich von mir schon. Cool. Danke vielmals, dass du Danke Zeit genommen hast. Und jetzt zu euch. Vergessen nicht, wie immer, zum Abonnieren, Teilen, Liken, weiss ich was. Und unten findet ihr wie immer die Infos in der Beschreibung von der Band. Und ja, that's it. Das war Black Vetica, Metal as fuck! Tschüss! Nice. Cool. Geiles Ziel, ich glaube verdammt. Danke vielmals. So, kannst du gerade da reinkommen, wenn wir gerade analysieren. Ja, danke euch, gell? Schön gewesen. Ja, noch später, würde ich sagen.